Hi Regina, letzte Stunde hast du gelernt, gerade zu streichen. Es ist aber noch ein paar Mal passiert, dass du verschiedene Seiten erwischt hast. Das heißt, jetzt wollen wir gucken, wie du lernst, nur auf einer Seite zu streichen oder die Seite zu wechseln auch. Okay? Ja. Möchtest du vielleicht direkt schon deine Geige nehmen? Herzlich willkommen beim Basic Tutorial Bogenführung beim Seitenwechsel. Für den einen oder anderen mag das vielleicht leicht erscheinen, der Wechsel zwischen den einzelnen Seiten. Allerdings ist es am Anfang gar nicht so einfach, lediglich eine Seite zu treffen und dann auch noch genau die Seite, die wir wirklich dann auch spielen wollen. Um das jetzt mal wirklich genau sich anzugucken, unterteilen wir diese eine Bewegung in zwei kleinere Bewegungen des Arms. Der Wechsel von einer höheren zu einer tieferen Seite ist am Anfang erstmal besonders interessant, weil die meisten mit der E-Seite anfangen, diese zu streichen. Dann danach auf die A-Seite wechseln, dann auf die D-Seite und dann auf die G-Seite zum Schluss. Daher am Anfang jetzt der Wechsel von einer höheren zu einer tieferen Seite. Dabei gucken wir uns jetzt diese zwei Bewegungen an. Das erste ist unser Ellbogen. Der Ellbogen führt bei diesem Streichen von der einen auf die andere Seite. Die Hand folgt lediglich nach. Das Ganze sieht dann so aus. Beim Wechsel von der E auf die A-Seite ist es so, der Ellbogen bereitet dies vor, die Hand folgt nach und wir sind auf der A-Seite. Bei der D-Seite nichts anderes. Der Ellbogen führt, die Hand folgt nach und das auch auf den weiteren Seiten. So. Willst du es mal probieren? Also seid ihr mit der E-Seite gestartet. Was waren die Schritte? Ellbogen. Er hat gesagt, Ellbogen geht vor und dann die Hand kommt nach. Ja. Und er hat es ja so gezeigt, dass man nichts gehört hat. Ja, also der Bogen war einfach nur drauf und er hat die Seite gewechselt. Wie geht das gerade? Komisch. Was ist komisch? Also ich bin nicht sicher, wo soll ich genau, an welchen Teil von dem Bogen? Er hatte jetzt den Bogen ungefähr hier. So. Und dann hat er gesagt, Ellbogen geht vor. Okay, ich schreibe dir nur ganz kurz ein. Kannst du gucken, dass du so machst wie er, dass du nicht dabei fährst, sondern der Bogen einfach nur die Seite auf der Seite liegt. Aber was meint er dann, dass die Hand kommt mit? Das einfach so? Genau, also es war noch unklar, was er gemeint hat für dich aus dem Video. Ja. Also er meinte, Ellenbogen geht voraus und dann kommt die Hand nach. Also ich zeige dir das mal. Also man sieht das auch im Video. Ellenbogen geht vor und die Hand kommt nach. Ellenbogen geht vor und die Hand kommt nach. Ah. Okay. Wie ist das? Ist leicht? Ja, so ungefähr. Ja, es ist unklar, auch warum du das machen sollst, oder? Und ob ich dann treffe die Seite, weil, also soll ich das dann machen wie er, aber ohne Ton, aber wie kann ich das ohne Ton dann wissen, ob ich die richtige Seite getroffen habe? Ach so, okay. Kann ich Du das weißt nicht mal, ob du die richtige Seite triffst. Okay. Kommen wir nun zum Wechsel von einer tieferen zu einer höheren Seite. Eigentlich ist das auch nichts anderes, allerdings tauschen jetzt Hand und Ellbogen ihre Positionen. Die Hand führt, der Ellbogen folgt. Jetzt beginnen wir mal auf der Seite, auf der wir gerade aufgehört haben, auf der G-Seite. Hier sieht die Bewegung wie folgt aus. Die Hand führt, der Ellbogen folgt nach. Die Hand führt,
der Ellbogen folgt nach. Die Hand führt und der Ellbogen folgt nach. Und so können wir von den Seiten zur nächsten, zwischen den Seiten hin und her wechseln. Willst du das noch probieren? Das war jetzt genau andersrum, wenn man von der tiefen Seite zur hohen geht. Was Ich ist? weiß nicht. Ich fühle mich wie ein Roboter, der Wie ein Roboter. Fühlt sich an wie eine künstliche Bewegung. Ja, das fühlt sich sehr künstlich an. Also ich weiß nicht, weil ich bewege ja trotzdem Ellbogen auch, wenn ich nur Handgelenk bewege, oder? Also das kommt ja, doch verstehe. trotzdem, also das kommt nicht nur das so und dann. Dann zeige ich dir jetzt mal, wie ich das machen würde, okay? Mhm. Nee, ich muss dir nicht Ja. zeigen, du darfst das machen. Leg den Bogen mal auf die Geige ab. Und jetzt stellst du dir mal vor, der Bogen ist wie so eine Wippe auf dem Spielplatz. Weißt du, was eine Wippe ist? Mhm. Das ist dieses, wo ein Kind auf der einen Stelle sitzt und ein Kind auf der anderen. Ja, genau. Und Ja. du siehst, dass der Steg von der Geige ist wie ein Hügel. Ne? So ein runder Hügel. Und wenn du jetzt zum Beispiel, welche Seite berührst du gerade? Die dritte, ne? Genau. Jetzt wippst du einmal ganz rüber zum anderen Hügel auf der G-Seite. Genau, geh nochmal zurück. Jetzt stellst du dir vor, das kleine Kind sitzt hier. Und das wippt ganz rüber. Probier mal. Ja! Okay. Und wenn du es jetzt nochmal machst, dann achte drauf, das ist die Wippe hier, ne? In der Hand. Und der Rest kommt mit. Nicht schlecht. Gib mal ganz kurz. Kannst du einmal den Bogen nehmen und den nur auf die ganz linke, auf die tiefe Seite legen. Also dass du sagst, jetzt berühre ich nur die tiefe Seite, okay? Also du hast den Bogen in der Hand und jetzt gehst du da. Ja, merkst du jetzt, dass du auch hier etwas mehr Luft gelassen hast als vorhin? Nimm den Bogen nochmal weg. Und du weißt, links auf der linken Seite des Hügels ist die Seite. Ja, jetzt nimmst du den Bogen weg. Jetzt gehst du auf die rechte Seite des Hügels. Den Bogen. Ja, wunderbar. Und jetzt lässt du den Bogen. Ja, genau. Und jetzt machst du es so, dass der Bogen wirklich liegen bleibt diesmal. Und gehst zur anderen Seite des Hügels. Ja. Liegen bleibt, meinst du, dass der behält den Kontakt zur Seite? Ganz genau. Das ist das Wichtigste. Merkst du, dass du es jetzt anders machst hier aber? Kannst du versuchen, dass du jetzt genug Luft lässt, damit du sozusagen den Kontakt zur Seite immer gleich lässt. Ja, genau. Willst du mal versuchen, jetzt jede Seite zweimal zu streichen? Und links ist die G-Seite. Ja! Wow, das fühlt sich unglaublich. Sehr schön. Ja? Klappt gut? Ja. Ja, man sieht, du machst automatisch ohne an den Ellbogen jetzt. Hast du da dran gedacht? Nein, nein. Nee, genau. Wenn man hier genug Luft lässt und das Gefühl hat, jedes Mal habe ich einmal den Winkel der Seiten so verstanden. Ja. Ne, und wenn die Hand führt, kann das einfach mit. Wunderbar, Regina. Wow, danke schön. Also mit dem Bild vorzustellen, das hilft unglaublich sehr. Ja. Das organisiert den Körper sofort auf eine sehr gute Weise.